States of Play sind erstmal 9 Musiker, eigentlich für mich 3 Trios, die dann Nonette ergeben, nämlich Rhythmusgruppe 1, Rhythmusgruppe 2 und 3 Bläser, quasi so eine Art Horn-Trio. Und für mich ist es von der Konzeption her erstmal wichtig auch, dass man sozusagen die Möglichkeiten hat als Nonette, aber gleichzeitig auch mit diesen verschiedenen Ebenen spielen kann und auch Sachen überlagern kann oder eben Stücke verbinden kann, ohne dass die ganze Band jetzt ins nächste Stück geht. Da gibt es einfach Möglichkeiten, weil wir halt dann eigentlich zumindest mal 2 Gruppen sind, die auch locker einen Abend alleine gestalten können. Vielleicht nochmal so zurück zu States of Play. Es sind erstmal 9 Musiker und ein Diskflügel, der so ein bisschen die Rolle hat von einem 10. Mann. Also das ist ein selbstspielender Flügel, der vom Computer gesteuert ist und eigentlich so wie so ein Player-Piano, wo früher diese Papierrollen durchgingen. Und der spielt und wird dann eben teilweise noch von Philipp, unserem Pianisten, präpariert, während er das macht. Und der interessante Aspekt für mich an dem Player-Piano ist halt, dass das sehr komplexe und sehr virtuose Sachen spielen kann, hat eine sehr extreme Dynamik. Das Teil kann halt flüstern, wie kein Pianist spielen könnte, und es kann halt brüllend laut spielen. Und dementsprechend zwingt es auch so uns auch als Mitspieler teilweise auch sehr extrem dynamisch zu denken. Wir haben Valentin Garvey, der spielt Trompete. Wir haben Rudi Mahal, mit dem ich schon lange spiele, an der Bassklarinette. Wir haben den Pierre Borel aus Frankreich am Altsaxophon. Dann haben wir die 3 Rhythmusgruppen. Das ist Philipp Zubeck am Klavier, Etienne Nillissen am Schlagzeug und ich am Kontrabass. Und dann Christian Ramon, den ich auch schon sehr lange kenne und schätze. Und der bildet mit dem Dominik Manik am Schlagzeug und mit dem Tobias Hoffmann quasi das 2. Trio. So, also ein Trio mit Gitarre, ein Trio mit Klavier. So, das ist das Setup. Ich habe irgendwie diese Vision gehabt, nicht Stücke zu spielen, so nacheinander, sondern irgendwie durch so eine Art Morph-Mutation, die miteinander zu verbinden. Und eben nicht so überblendet, das eine hört langsam auf und das andere beginnt, sondern quasi so mehr in den Eingeweiden von der Musik so rumzuschrauben, dass eigentlich das eine Stück da ist und dann wird das verändert und abstrahiert, aber setzt sich dann neu zusammen zum nächsten Stück.
ich meine, schreiben, komponieren heißt ja wirklich nur irgendwie Situationen im Voraus planen. Und dann ist natürlich für mich ganz wichtig, dass die Qualitäten, die improvisatorischen Qualitäten der Musiker wirklich da mit einfließen als neuen Spieler, die im Moment auch Entscheidungen fällen, die im Moment Musik schaffen. Und da ist auch viel Spielraum und da muss auch viel Spielraum sein, weil nur dann ist einfach die Kreativität bei den Musikern freigesetzt. States of Play bezieht sich auf States, also Zustände, musikalische Zustände oder Situationen, Stücke, die verändert werden, mit denen gespielt wird, die sich eben mutieren, morphen zu anderen States. So, und das ist auf jeden Fall nicht nur, aber ein wichtiger Aspekt und auch ein neuer Aspekt in dem Projekt States of Play. Ein anderer Aspekt von dem Diskklavier oder Player-Piano ist, dass ich eine Methode gefunden habe, das Klavier sprechen zu lassen. So, es gibt quasi so eine etwas komplexere Methode, Sprache in Daten umzuwandeln, wiederum in Klaviertöne umzuwandeln, sodass man den Eindruck hat, wenn das Klavier loslegt, man würde wirklich eine Stimme sprechen hören. Aber es ist eben Musik. Und es sind Töne. Und diese Töne kannst du auch transportieren. Ein 100%ig komponierter Abend interessiert mich eigentlich nicht, weil ich einfach an die Kraft glaube, dass im Moment Entscheidungen gefällt sind, die besser sind, als was jemand zu Hause im stillen Kämmerlein, in vielen Fällen zumindest, sich ausdenken kann. Oder zumindest ich. Also diese im Moment zu agieren, und das heißt eben Improvisation, hat für mich einen ganz großen Stellenwert und hat auch hier einen großen Stellenwert. Aber natürlich gibt es ganz klare Strukturen, es gibt ganz klare Kompositionen und ich will ja auch nicht irgendwie so einen abstrakten Käse mit Morphing und irgendwelche Luftschlösser kreieren, sondern ich will wirklich eine ganz auch einfache Musik spielen mit dieser Gruppe, die wirklich eine klare Melodie und eine klare Form und harmonische Struktur hat. Deswegen ist in dem Projekt noch mehr als in anderen natürlich das Planen, das Komponieren, das Strukturieren spielt eine größere Rolle, aber es muss immer eine gute Balance geben zum Spontanen. Und letztendlich ist für mich auch so, wenn es in der Luft liegt, dann wird es gemacht und vielleicht wird dann auch ein Plan über den Haufen geworfen, der vorher unheimlich gut sich anhörte. Das sind eben so jetzt so quasi so 90 Minuten in der längeren Form, die jetzt im Konzert sind es jetzt zwei Sets oder ein langes Set, 80 Minuten und ich denke, da ist irgendwie so alles drin, was man braucht.
Da gibt es also quasi Möglichkeiten, Klang zu modifizieren von einem sehr einfachen, sehr bekannten Klangbild mit nur so ein paar kleinen Modifikationen zu einem eigentlich sehr abstrakten Klang. Und diese Grenzübergänge, die interessieren mich auf jeden Fall. Und das ist für mich auch irgendwie ein Langzeitprojekt, das auszuforschen. Das interessiert mich schon lange, das interessiert mich auch im Kontrabass, wenn ich spiele, dass man eben versucht, über die Bogentechnik die Klangfarbe langsam zu verändern von der Linie und solche Sachen. Macht jeder Musiker, aber eben auch im Kompositorischen. Und für mich ist da States of Play auch ganz klar einfach mal ein Anfang, da was zu machen. Und das ist mit jeder Band so, dass man startet und dann gibt es erstmal so einen guten Ist-Zustand und da sind wir jetzt. Und ab da geht eigentlich die Fantasie erst richtig los, weil dann weiß man, okay, so klingen die Neuen, so geht's mit den Dreien. Und jetzt können wir noch weitergehen, noch weitergehen. Deswegen ist einfach jetzt dieses Mal States of Play zu beginnen, ist für mich einfach der Startpunkt von so einer Reise mit sehr vielen Möglichkeiten. Und da bin ich halt unheimlich froh, dass ich dieses Team zusammen habe, dass wir da diese 9 Leute und den 10. Flügel dabei haben. Melodic Avantgarde bedeutet einfach, dass das Avantgardistische, das Zeitgenössische, das Forschen am Klang immer da ist und eine Rolle spielt. Und erstmal der Klangfantasie keine Grenzen gesetzt sind und trotzdem das Ganze irgendwie verbunden bleibt mit Melodie, mit Rhythmus, mit auch Harmonie. Und das kann eben auch mal ein Wohlklang sein, der dann woanders hingeht. Und das interessiert mich eben immer, diese Übergänge von einem sehr eindeutigen Klang in eine Mehrdeutigkeit, wieder in eine größere Klarheit. Und da sehe ich auch eben Melodic und Avantgarde. Und deswegen kommt es ein bisschen zu diesem Schublade Melodic Avantgarde.